Ich habe die Zeit vergessen und dann habe ich kein Taxi bekommen. Ist dir was passiert? Nein, mit dem Auto. Aber das kann doch nicht wahr sein. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass ich für meine minderjährigen Kinder die Stimmrechte verwalte. Jetzt müssen wir Graf Lahnstein informieren. Das ist ja schließlich sein Auto. Um Gottes Willen. Ansgar darf das nicht erfahren. Gut geklebt ist halb gewonnen. Wenn jemand Einwände gegen diese Ehe einzuwenden hat, so möge er jetzt sprechen oder für immer schweigen. Da niemand Einwände hat, können wir jetzt mit der Trauung beginnen. Ich darf euch bitten. Sebastian von Lahnstein, willst du die hier anwesende Tanja von Lahnstein zu deiner Frau nehmen, sie lieben und ehren, in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet? So antworte mit Ja, ich will. Ja, ich will. Tanja von Lahnstein, willst du den hier anwesenden Sebastian von Lahnstein zu deinem Manne nehmen, ihn lieben und ehren, in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod euch scheidet? So antworte mit Ja, ich will. Also ich habe Zeit. Aber vielleicht entscheidest du dich, bevor du das Kind hier zur Welt bringst. Ja, ich will. Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Du willst es Kim wirklich sagen? Solange sie nicht weiß, dass sie meine Tochter ist, finde sie es wahrscheinlich relativ erstaunlich, plötzlich im Lahnstein-Gremium zu sitzen. Ansgar, sie lebt in einer intakten, liebevollen Familie. Willst du ihr das wirklich antun? Was heißt denn hier intakt? Sie kann ihre Mutter nicht ausstehen und ihr Vater, was hat der ihr schon zu bieten? Danke nochmal, euch beiden. Guten Morgen. Jetzt hatte ich mich aber gerade daran gewöhnt, dass wir uns am Frühstückstisch gegenseitig anschreien und Türen schlagen das Haus verlassen. Ja. Die zwei haben mir sowas von den Arsch gerettet. Das wird aber nicht zur Gewohnheit hier, klar? Ja, klar. Guck mal her, mein Prinzesschen. Nico, es liegt doch wohl auf der Hand, dass sie als meine Tochter eine bessere Zukunft hat. Sei doch bitte ehrlich. Du willst ihr nur sagen, dass du ihr Vater bist, weil du dir Sorgen um deinen Platz als Familienoberhaupt machst. Ehrlich gesagt, ich möchte den Kampf gegen Ludwig nicht auf Kims Rücken ausfechten, aber Aber? ich brauche ihre Stimme. Hier siehst du irgendeine andere Möglichkeit? Adrian, nochmal vielen Dank für Ihren spontanen Einsatz. Sie haben dafür gesorgt, dass dieser Tag für uns unvergesslich bleiben wird. Ach, und ich dachte, das ist die Aufgabe der Braut. Keine Sorge. Mit Tanja kann Adrian nicht ganz mithalten. Da gehen die Meinungen wohl auseinander. Charlie, hast du geweint auf meiner Hochzeit? Ich wollte dich bitten, dass das unter uns bleibt. Ehrlich gesagt ist mir das genauso peinlich. Schön, hätten wir das ja auch geklärt. Wie war das doch gleich mit dem Taxi? Irgendwie könnte man den Eindruck bekommen, du willst uns gerne loswerden. Also, war mir ein Vergnügen, ja.
Also, Charlie, vielleicht bringt er dir irgendwas. Ach, dich hole ich sowieso nicht mehr ein. Das stimmt. Tschüss. Tschüss, ciao. Geschafft. Also, ihr Lieben, wie wär's? Champagner? Ich brauche einen Schnaps. Ja. Danke, Mann. Den Spaß war's definitiv wert. Spaß ohne Polizei ist mir ehrlich gesagt lieber. Eine gute Party wird immer von der Polizei beendet. Wir sehen uns. Ciao. Leute, es geht wieder aufwärts. Ich habe Post von der Staatsanwaltschaft bekommen. Tristans Flüsterparty kostet mich 8.000 € Bußgeld. Hast du nicht gerade gesagt, es geht aufwärts? Aha. Tristan hat bezahlt. Und es wird noch besser. Ich darf meine Konzession behalten. Das ist ja super. Also, falls ihr das nicht mitgeschnitten habt, ich war so kurz davor, den Laden dicht zu machen. Ihr könnt euch ruhig ein bisschen freuen, ja? Das Gutachten ist da. Und wir haben ein Problem, oder eher gesagt, 2 Probleme. Genau, es gibt neue Brandschutzauflagen und ihr müsst im Haus alle Türen auswechseln. Das kriegen wir hin. Mit den Einnahmen aus dem Laden und aus Ja, der genau, Pension. und da wären wir auch schon bei Problem Nummer 2. Es gab einen Wasserrohrbruch. Ja, aber der ist doch schon längst behoben. Naja, es ist eine andere Sache. Also vermutlich läuft schon seit Jahren aus einem Miniloch Wasser in die Wand. Und da ihr ein Gastrobetrieb seid, müsst ihr das sanieren. Der Schimmel hat sich schon im ganzen Mauerwerk ausgebreitet. Das heißt, ich muss die Pension dicht machen? Ja, und die Küche auch. Und zwar sofort. Hier, bitteschön. Danke. Ist es so schwer? Nee. Ich dachte mir gerade, eigentlich schade ums Geld. Da lerne ich für den Führerschein und habe dann alles vergessen ohne Praxis. Du kannst sicher ab und zu mal mit Papas Wagen fahren. Jeden ersten Samstag in die Waschstraße. Aber das auch nur, wenn du wirklich nett zu ihm bist. Oh, tut mir leid, meine Prinzessin. Ein eigenes Auto ist im Moment wirklich nicht drin. Ja. Lahnstein Enterprises, Wolf, was kann ich für Sie tun? Morgen. Hi. Sie kommen in eine Situation, in der Sie die Vorfahrtslage nicht sofort überblicken. Wie verhalten Sie sich? Warten, beobachten und gegebenenfalls verständigen. Ist so deine Stärke, oder? Ja, natürlich, ich kümmere mich drum. Wiederhören. Also, das ist die richtige Umgebung, um für eine Prüfung zu lernen? Ich hab Pause. Nein, so meinte ich das nicht. Ich dachte mir nur, vielleicht wäre es besser, nach Hause zu gehen, hast du deine Ruhe. Ich meine, du hast ja schon gestern Abend bis spät in die Nacht gearbeitet. Für so eine läppische Führerscheinprüfung muss ich mir nicht extra freinehmen. Graf Lahnstein, Herr Reinhardt wartet auf Sie in der Tiefgarage. Wer? Herr Reinhardt, der Herr, der Ihren Sportwagen kaufen möchte. Ach, der Reinhardt. Schon wieder. Ich wüsste echt gerne mal, wo der seine Kohle macht. Danke. Mann, hoffentlich checkt der Typ nichts. Keine Sorge, dein Vater versteht sein Handwerk. Wird schon. Hey, du wirst das Derby nicht nur reiten, sondern auch gewinnen. Wir Wolfs, wir haben gerade einen richtig guten Lauf. Ach ja? Guck mal hier. Ich habe einen Wagen gefunden, gebraucht. Diesel, 45 PS, 12 Jahre alt, aber tipptopp gepflegt. Steht seit über einem Jahr bei so einer Oma in der Garage. Aber ihr habt doch schon ein Auto. Der ist ja nicht für uns, für Kim. Was denn? Ihr vertragt euch wieder? Na ja. Also, nicht, dass wir uns ihre Zuneigung erkaufen wollen. Also zwischen Kim und Mama läuft's eigentlich wieder richtig gut. Ja, zum Glück. Und der Wagen hier, der ist echt gut. Genau richtig für den Anfang. Jetzt muss nur noch Marlene begreifen, dass sie trotz allem eine Schwester hat. Ich glaube, darauf kann ich lange warten. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Wahrscheinlich wäre es das Beste, ich würde hier einfach kündigen und für eine Weile verschwinden. Das wirst du nicht. Du wolltest Jockey werden. Das wolltest du immer schon. Und jetzt? Jetzt hast du die Chance dazu. Du wirst dir nicht einfach alles wegwerfen, nur weil du... Ja, weil du einen Fehler gemacht hast. Bist du nicht mehr sauer auf mich? Ich war nicht nur sauer, ich war sehr enttäuscht von dir. Und
Und ja, ich könnte dich immer noch schütteln für das, was passiert ist. Der Mann deiner Schwester. Ja, aber irgendwann muss man auch mal aufhören und anfangen, nach vorne zu gucken. Und dieser Stiefel? Hey, jetzt kannst du richtig durchstarten. Und glaub mir, Marlene hätte ihre Karriere auch nicht an den Nagel gehängt. Super! Das ist alles deine Schuld. Was? Ja, du konntest deine Schäfchen gar nicht schnell genug ins Trockene kriegen. Sag mal, hast du noch alle Latten am Zaun? Christian, stimmt doch, wenn du nicht mit diesem beknackten Gutachter um die Ecke gekommen wärst. Ja, genau. Der hat die kleinen Schimmelpilze an die Wand geblasen mit seinem Schimmel-Spezialpusterohr oder was? Jetzt kommt mal wieder runter, Leute. Wer pumpt denn hier wen an, hä? Sei froh, dass wir das gemerkt haben. Was? Dann wäre der Schimmel jetzt überall. Ach ja, dann sag ich mal danke, Christian. Er kann mich mal. Ist ja mal wieder typisch. Hätte ich jetzt nicht besser sagen können. Pass auf, Olli, ihr müsst auf jeden Fall Gas geben, sonst säuft euch der ganze Laden ab. Wegen der Finanzierung. Da musst du noch mal mit Christian reden, aber ohne diese Zickereien. Ich weiß. Ich wollte ihn doch nicht so anpumpen. Pass auf, ich guck mal, ob ich eure Baustelle nicht irgendwo dazwischen liegen kann. Und ich rede noch mal mit Christian. Ganz ruhig, ohne Zickereien, das krieg ich hin. Olli, wir haben noch ein Problem. Ich sehe doch keine Gespenster. Das war Clarissa, ich schwöre es dir. Glaub mir, ich habe dafür gesorgt, dass sie nicht kommen kann. Ach ja, hast du sie hier eingesperrt oder was? Hab ich, ja. Dann ist sie aus dem Fenster geklettert, was weiß ich. Charlie, meine Mutter klettert doch nicht aus dem Fenster. Julia, Clarissa war wirklich in der Kirche. Ich habe sie gesehen. Siehst du? Und was hat sie gemacht? Ja, nicht viel. Sie kam rein, hat mich gesehen und nach einer Zeit ist sie wieder gegangen. Aber also für einen Moment hatte ich wirklich das Gefühl, dass sie die Trauung sprengt. Ja, aber das bedeutet ja noch nichts. Heute hat sie Tanja nichts getan. Morgen fliegt sie einen Kampfhubschrauber und bombardiert Tanjas Yacht. Sie hat nichts getan. Sie hat weder die Zeremonie unterbrochen, noch ist sie Tanja an die Gurgel gegangen. Aber ich wette mit dir, sie war kurz davor. Du hast mit ihr gesprochen, oder? Hab ich, aber ich hatte nicht wirklich das Gefühl, dass ich ihr vertrauen kann. Vielleicht hat sie begriffen, dass sie euch verlieren könnte. Ja, vielleicht. Trotzdem, ich würde lieber zum Hafen fahren. Nur um sicher zu gehen, dass sie Tanja und Sebastian nicht gefolgt ist. Sie wird Tanja nichts antun. 250 PS, Sprint in 5,5 Sekunden, 250 Spitze und ganz wichtig, grüne Umweltplakette. Aber das wissen Sie alles selbst. Sie können gerne eine Probefahrt machen. Später. Sagen Sie mal, sind Sie mal unten irgendwo hängen geblieben? Bitte, sehe ich aus wie ein Fahranfänger? Hören Sie mal, der Wagen ist top gepflegt. Ich verkaufe den nur, weil ich ein bisschen Platz brauche. Hm? Wie sieht denn eigentlich so ein Fahranfänger aus? Schauen Sie mal. Ist das der neueste Trend? Haushaltsgegenstände als Schmuck missbraucht? Ich hab's mir überlegt. Der Wagen ist doch nicht zu verkaufen. Schönen Tag noch. Und? Immer noch Pause? Oder schon wieder? Stimmt was nicht? Der Verkauf ist gescheitert. Können Sie sich erklären, warum? Ganz offensichtlich kann nicht jeder mit so viel PS umgehen, nicht wahr? Kim, hättest du vielleicht die Freundlichkeit, mich in die Tiefgarage zu begleiten? Aber Sie... Heißen Sie Kim? Ich muss noch arbeiten. Ich bin mir sicher, diese läppischen Prüfungsfragen können doch noch eine Weile warten, oder? Also? Thomas war mir ein Riesenproblem.
Herr Hähnel. Da, Herr Mann. Kommen Sie ran. Sagen Sie nicht, Sie haben noch irgendwas zu dem Gutachten hinzuzufügen. Nach dem Gutachten haben Sie erstmal genug Dinge zu verarbeiten. Ne? Ja, das können Sie laut sagen. Die Mittel für die Sanierung haben wir auch nicht gerade flüssig. Wollen Sie einen Kaffee? Wer hat das schon? Gerne, ja. Sie arbeiten noch bei der Bank. Haben Sie nicht vielleicht einen Tipp für uns? Sie denken an eine Hypothek. Angesichts des Schadens wird die nicht besonders üppig ausfallen. Ja. Bei so alten Gebäuden, da weiß man nie, was einen erwartet, wenn man erst mal anfängt, die Mauern aufzukloppen. Herr Mann, ich bin aus einem ganz bestimmten Grund hier. Ich will jetzt nicht indiskret erscheinen, aber ich habe mitbekommen, dass, naja, Sie und der Partner, Sie trennen sich. Ja. Unter solchen Umständen dann noch der Stress einer Sanierung. Da müssen immer schwierige Entscheidungen getroffen werden. Gemeinsam. Da hat man ja keine andere Wahl. Meine Bank wäre bereit, das Haus zu kaufen. So wie es jetzt ist, ohne Wenn und Aber. Mhm. Für einen Appel und ein Ei, ne? Herr Mann, Ihr Objekt befindet sich in einer ausgezeichneten Lage. Dankeschön. Deshalb würden wir Ihnen selbstverständlich den Marktwert zahlen. Ja, reden Sie nicht drum rum, wie viel? 700.000 Euro. Damit wären Sie alle sorgenlos. Und wo wäre der Haken? Hören Sie, ich war selbst jahrelang Bauleiter. Sie können sich auf mein Wort verlassen. Kein Haken. 700.000 Euro. Wow. Schön, oder? Ehrlich gesagt, ich könnte mir gar keinen Grund vorstellen, warum man so ein kleines Schmuckstück ablehnen sollte. Du vielleicht? Ist vielleicht ein Angeberauto. Angeberauto? Echt? Findest du? Nein, aber der Kunde. Was ist denn mit dir? Hättest du nicht Lust auf so einen kleinen Flitzer? Naja, ich weiß. Du machst erst deinen Führerschein, du kannst ja doch gar nicht wissen, wie sich ein richtiges Auto anfühlt. Komm, steig mal ein. Na, hat schon was, oder? Und wie wär's? Eine kleine Runde? Was? Na los, lass ihn an. Jetzt mach schon. Na los. Wow, du bist ein echtes Naturtalent. Nein, die Küche bleibt zu. Die Leute wollen aber was zu essen. Dann tanzt ihnen halt was vor. Nein, ich meine nicht sie. Sorry, die Küche ist zu. Gut, dann nehmen wir das. Danke. Ciao. Also, ihr könnt ins Parkhotel. Das ist hier. Die wissen Bescheid, dass ihr kommt. Die Differenz übernehmen natürlich ich. Sorry. Ja, super, vielen Dank. Gerne. Ciao. Ciao. Olli, alle Hotels und Pensionen in Düsseldorf sind ausgebucht. Diese Messe. Mann, und jetzt musst du die Pensionsgäste umbuchen? Ja, weißt du, was mich das kostet? Wann bitte kommt ein Bautrupp? Ach so, ja, ich habe den Kostenvoranschlag für die Sanierung mitgebracht. Pass auf, jetzt nicht aufregen. Ich weiß, es sind 75.000 Euro, aber die könnten auch erst in 4 Wochen loslegen. 4 Wochen, super. Bis dann bin ich pleite. Ja, wir machen dann auch was Besseres. Was denn? Wir geben auf, ich konzentriere mich auf meine Modelkarriere? Nein, wir übernehmen das quasi in Eigenregie, also unter meiner Leitung. Bitte. Du zahlst nur das Material. Also ich find's cool. Bevor wir pleite gehen? Siehst du? Also Miri ist ja quasi so gesehen schon unsere Architektin. Den Rest trommeln wir auch so zusammen. Es dauert doch bestimmt total lange. Ja und? Aber es ist besser, als hier rumzusitzen und zu jammern. Und du sparst eine Menge Kohle, also was sagst du? Das war einfach... Das war... Boah! Hallo. Herzlich willkommen.
Ja, ist schon was anderes als eure Fahrschulmühlen, was? Aber hallo, wie der angefahren ist. Wie Butter und wie der in der Kurve liegt. Ja, freut mich, dass es dir gefällt. Ich nehme einen Espresso. Was möchtest du? Auch Espresso? Oh Gott, nee, sonst dreh ich noch völlig durch eine Apfelschorle, bitte. Sehr gerne. Ich packe es einfach nicht. Ein Tick aufs Gas und der geht ab wie Schnitzel. Das ist wirklich wie Fliegen. Sag mal, ist das eigentlich alles, was du mir über mein Auto erzählen willst? Okay, das mit der Macke, das war ich. Ach was. Ich hatte es wirklich eilig. Ich musste was für Tanja zum Flughafen bringen. Ansgar, es tut mir wirklich leid, wirklich. Ich zahle dir die Reparatur, okay? Vielleicht kann ich es ja irgendwie abstottern oder meine Eltern geben mir irgendwas. Du musst es nicht bezahlen. Ich wollte eigentlich nur von dir hören, dass du es warst. Ach, wenn ich so richtig drüber nachdenke, ich habe ohnehin genug Autos, aber vielleicht würdest du ja gern den kleinen Flitzer übernehmen. Ansgar, ich kann mir gerade mal eine Felge leisten. Ich hatte auch nicht vor, ihn dir zu verkaufen. Du willst... Ich wollte ihn dir schenken. Es sei denn natürlich, du hast schon ein Auto. Hey! Hallo? Hallo. Na, hast du dich schon von dieser Traumhochzeit erholt? Was ausgerechnet wir beide Tanja dabei helfen, dass sie heiraten kann. Eine völlig absurde Veranstaltung. Hast du Ricardo schon davon erzählt? Natürlich nicht. Julia, ist noch ein Geheimnis, wovon er nichts weiß. Naja. Gott sei Dank hat Clarissa nichts gegen Tanja unternommen. Ich würde sagen, wir beide haben das Schlimmste verhindert, oder? Ja, es hätte eine ganz schöne Katastrophe geben können. Ich mag gar nicht daran denken, was passiert wäre, wenn Team oder irgendwie zwischen die Fronten geraten wäre. Ach so, du meinst, wenn er erfahren hätte, dass Tanja seinen Vater ermordet hat? Und das mit uns. Und? Hat Clarissa dir schon den Kopf abgerissen? Ich habe mich noch nicht nach Hause getraut. Ja, irgendwer wird sie schon befreit, aber ich meine, sonst wäre sie niemals in der Kirche aufgetaucht. Ja, oder stell dir vor, vielleicht ist sie wirklich aus dem Fenster geklettert. Kann ich mitlachen? Irgendwie nicht. Das ist so Situationskomik. Lässt sich jetzt nicht erklären. Kenn ich. Kommst du? Charlie wartet auf uns. Sicher, klar. Tschüss. Ciao. Mama! Ansgar hat mir das Auto geschenkt. Was? Moment, ich rufe später zurück. Ja, komm, wir drehen eine Runde. Herr von Lahnstein schenkt dir seinen Wagen? Einfach so? Ich glaube, er mag mich einfach noch immer. Wie, und deswegen schenkt er dir gleich mal sein Auto? Ja, vielleicht hat er einfach kapiert, dass die Nummer im Hotel an meinem Geburtstag einfach total daneben war. Mama, da läuft nichts mehr, wirklich. Das ist einfach Ansgars Art. Du, der ist stinkreich. So ein Auto ist für den wie ein Strauß Tulpen. Und außerdem habe ich irgendwie auch ein bisschen Schmerzensgeld verdient, nachdem wie er sich benommen hat, oder? Jetzt komm schon, du darfst auch mal fahren. Na gut, ich habe eh gleich Mittag. Ich bin gleich wieder da, ja? Jetzt komm. Aber nur ganz kurz. Der Preis ist ja wohl der Hammer, oder? Kann man eine Menge mitmachen, ja. Ja, vor allem, wenn ja alles den Bach runtergeht. Hey, nicht den Oberkörper komplett ablegen. Ja. Mann, ich weiß, das Training läuft halt noch nicht so gut. Ich bin halt noch nicht so in Form, wie ich sein sollte. Kannst du jetzt bitte mal aufhören, dich selber so runterzumachen? Du bist noch nicht fertig. Und hätt's dir nicht leid? Wegen dem Haus und so? Klar. Das ist alles Geschichte. Olli und ich, wir streiten uns nur noch. Vielleicht, weil da doch noch mehr Gefühle im Spiel sind, als ihr glaubt. Ja, auf jeden Fall. Aber leider keine guten. Hallo, wir lassen uns vielleicht gerade scheiden?
Was willst du jetzt machen? Soll's verkaufen? Quatsch. Das Haus gehört mir ja gar nicht alleine. Bei Olli sieht die ganze Sache eh anders aus. Das Haus ist seine Existenz, sein Leben, einfach alles. Da werde ich einen Teufel tun und es verkaufen. Ich wollte einfach nur den Wert wissen, weil ich dachte, ich könnte rein theoretisch eine Hypothek darauf aufnehmen. Aber es ist ja jetzt gestorben. Und mal angenommen, rein hypothetisch, es gäbe Olli nicht. Was würdest du tun? Verkaufen natürlich. 700.000 Euro? Wenn die Bank wirklich so viel für den alten Kasten zahlt, dann wäre ich ja wohl blöd, wenn ich Nein sagen würde. Na dann, Herr Mann, tun Sie sich keinen Zwang an. Mama meldet sich bestimmt nur deshalb nicht, weil sie einfach wahnsinnig viel zu tun hat. In der Firma ist sie auch nicht. Aber ihr habt doch vorhin noch gesprochen, oder? Ist doch schon über 2 Stunden her. Was machst du da eigentlich? Mist. Wellness ist besser als Schokolade und macht nicht dick. Hey, Ansgar wird Kim schon nicht auffressen. Eigentlich wollte ich ihr ein Auto schenken. Ich habe sogar schon eins im Visier. Weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich habe kein Auto bekommen, als ich 18 war. Wieso bekommt Kim überhaupt ein Auto? Mama und sie haben sich in den letzten Wochen nur angezickt. Ist das die Belohnung? Wenn es danach geht, hättest du in deiner Pubertät mindestens 3 Autos bekommen. 220. Also, Mama, das hätte ich dir wirklich nie zugetraut. Ja, es war wirklich wie... Papa, das ist so unglaublich. Von Düsseldorf nach Köln und wieder zurück in einer halben Stunde. Na, in deinen Träumen. Wie siehst du denn aus? Naja, also wir sind mit meinem Auto gefahren und Mama war am Steuer. Wie? Papa, Ansgar hat mir sein Auto geschenkt. Geschenkt! Ey, ist das nicht der Hammer? Wie bitte? Ich glaube, es hackt. Du fährst deinen Wagen kaputt und bekommst die Karre dafür geschenkt? Und du unterstützt das Ganze? Seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Tagschau, worüber hast du mit dem Vater gesprochen? Ich weiß es wirklich nicht mehr so genau. Dann gehe ich wohl besser auf mein Zimmer. Es tut mir leid. Ich komme gleich nach. Danke. Was tut dir leid? Dass du Trauzeugin auf Tanjas Hochzeit warst oder dass du mich wie eine Dreijährige auf mein Zimmer eingesperrt hast? Das ging nicht anders. Ich musste dich vor dir selbst schützen. Das hört sich ja an, als wäre ich nicht ganz zurechnungsfähig. Würde ich nie behaupten. Ich hatte dir versprochen, dass ich Tanja in Ruhe lasse. Und das ist mir wirklich nicht leicht gefallen. Was machst du? Du sperrst mich einfach ein. Du bist ja trotzdem irgendwie da rausgekommen. Zum Glück sind nicht alle in der Familie so misstrauisch wie du. Offensichtlich habe ich mich wirklich in dir getäuscht. Du warst zwar bei der Trauung, aber immerhin lebt Tanja noch. Ob das jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich habe mein Versprechen gehalten. Und du lügst mich an. Ich wollte einfach nur, dass Tanja die Insel so schnell wie möglich verlässt. Damit Timo ihr nicht nochmal begegnet. Deshalb warst du ihre Trauzeugin? Du hattest Angst, dass Timo von Tanja erfährt, wer sein Vater ist. Und dass sie ihn umgebracht hat. Der ist ja alles zuzutrauen. Also verstehst du mich? Trotzdem wäre es das Beste, wenn Timo und Ricardo endlich die Wahrheit erfahren. Dann können wir endlich eine Familie sein. Natürlich akzeptiere ich deine Entscheidung. Erstmal. Warum hast du mir nicht gleich alles erzählt? Wie gesagt, ich habe mich wohl wirklich in dir getäuscht. Du glaubst doch nicht, dass du dieses Auto behalten wirst? Doch, tue ich. Ansgar hat mir das Auto geschenkt, Papa. Mir. Und du? Du unterstützt das Ganze auch noch? Nur weil Mama nicht so eine Spaßbremse ist wie du. Spaßbremse? Wir reden über ein Auto, was mal eben 100.000 Euro wert ist.
Was glaubt denn dieser Lahnstein eigentlich, wer er ist? Also ich bin entsetzt. Das befremdet mich auch. Also in meiner Welt, da schenkt niemand irgendjemand einfach mal so einen Sportwagen. Papa, das zwischen mir und Ansgar, das ist vorbei, wirklich. Der ist bei mir unten durch. Nee, ist klar. Also ich bringe dieses Auto jetzt zurück. Das kannst du nicht. Papa, ich bin volljährig. Das ist mir sowas von egal. Weißt du, willst du Graf Lahnstein jetzt? Ich glaube nicht, dass der jetzt Zeit hat. Die Zeit, die wird er sich nehmen müssen. Lass mich das doch in der Firma machen. Ich sehe ihn morgen doch sowieso. Dieses Auto bleibt keine Stunde länger hier. Schlüssel. Papa, das kannst du jetzt wirklich nicht bringen. Oh doch. Das glaube ich jetzt nicht. Kim. Jetzt erkenne ich meine Familie wieder. Ich habe mir schon gedacht, dass du hier bist. Olli, ich weiß, wir haben ein Riesenproblem und... Jetzt sind wir wieder wir. Und du hast auch recht, das mit dem Haus kam sehr überraschend für uns beide. Und natürlich suchen wir beide nach einer Möglichkeit, wie es weitergehen kann. Du bist doch nicht umsonst nach Königsbrunn gekommen, also, was willst du? Nichts. Das hat sich erledigt. Jetzt hör doch einmal mit diesem Scheiß auf. Dich interessiert doch gar nicht wirklich, wie meine Pläne sind. Glaubst du, ich wäre dir hinterhergefahren, wenn es mir so egal wäre, was du willst? Du willst mich doch nur überzeugen, dass wir das Haus der Bank geben. Es ist eine Möglichkeit, aber ich habe noch gar nicht gesagt, Weißt du was, Christian? Mach's einfach. Verkauf deinen Teil, dann bist du fein raus. Ein schlechterer Partner als du wird die Bank auch nicht sein. Und vielleicht interessieren die sich wenigstens, wie der Laden läuft. Dann eben nicht. Also, ich weiß ja, dass du Clarissa jetzt nicht unbedingt magst, aber findest du nicht, du übertreibst ein bisschen? Was ist? Also, sie gleich einzusperren, ist schon ein bisschen dick, oder? Was kommt denn als nächstes? Setzt du sie irgendwo auf der Autobahn aus oder schickst du sie One-Way nach Libyen? Bitte? Komm schon. Ich musste sie heute Morgen aus ihrem Zimmer befreien. Clarissa war eingesperrt? Ja. Und ich hätte beinahe ihr Klopfen nicht gehört, weil ich Musik auf dem Ohr hatte. Und dann hat sie dir erzählt, ich hätte sie eingesperrt? Nee, aber ich meine, ihr seid jetzt nicht unbedingt die Beste. Also ich habe keine Ahnung, wie deine Großmutter das geschafft hat, aber ich habe damit nichts zu tun. Ich schwör's. Schwörst? Hattest du Stress mit deiner Mutter? Vielleicht hat sie sich ein bisschen vernachlässigt gefühlt. Kommst du mit? Später. Herr Wolf, ich freue mich auch, Sie zu sehen. Sparen Sie sich das. Nehmen Sie einfach Ihre Karre zurück und lassen Sie uns in Ruhe. Wenn ich mich recht erinnere, ist das nicht mehr mein Auto, sondern es gehört jetzt Kim. Jetzt nicht mehr. Was denn los? Gefällt Ihnen die Farbe nicht? Ist Ihnen der Wagen zu sportlich? Er ist zu teuer. Ach, richtig. Ich vergesse natürlich immer, wie lange Leute wie Sie für so ein Auto buckeln müssen. Für mich ist das einfach nur ein Geschenk. Ich dachte, das hatten wir schon. Sie schenken meiner Tochter gar nichts. Niente. Sagen Sie mal, Herr Wolf, sind Sie ein neidischer Mensch? Was soll das? Was wollen Sie von Kim? Ich teile einfach gern. Und ich freue mich, wenn sie sich freut. Sie wissen schon, wenn sie dieses Leuchten in den Augen kriegt. Auch wenn wir nicht so viel Geld haben wie Sie. Das heißt noch lange nicht, dass Kim kein glücklicher Mensch ist. Ach, Herr Wolf, wo wir gerade mal so schön beieinander sind. Ich habe mir vorhin gerade die Aufnahmen von Ihren nächtlichen Ausbesserungsarbeiten angeschaut. Ja, Sie wissen schon, Videoüberwachung. Ich muss sagen, Sie sind richtig gut getroffen. Tja,
Man sieht sich. Danke. Das freut mich, dass Sie es sich so schnell überlegt haben. Und es ist wirklich kein Problem, dass ich nur meinen Teil verkaufe? Zugeben, das ganze Haus wäre uns lieber gewesen, aber Sie kriegen trotzdem die vollen 350.000 Euro. Mit Herrn Sabel werden wir uns schon arrangieren. Wer weiß, vielleicht überträgt er seinen Anteil ja doch irgendwann mal an unsere Bank. Ist das Ihr Plan? Keine Angst. Und falls Sie jetzt befürchten, wir würden Ihren Partner hier rausekeln. Definitiv nein, ehrlich. Auch die Hälfte des Hauses ist ein gutes Geschäft für uns. Gucken Sie sich um. Der Laden läuft. Und das, obwohl im Moment die Küche außer Betrieb ist. Ne? Ja, Herr Sabel ist ein guter Geschäftsmann. Der liebt seinen Job. Ja, das merkt man. Und warum sollten wir einen gut funktionierenden Betrieb kaputt machen? Glauben Sie mir. Herr Sabel kann sich keinen besseren Partner wünschen als uns. Und manchmal ist ein klarer Schnitt das Beste, um nach vorne zu gucken. Ja? Hier bin ich, zu allen Schandtaten bereit. Du hast ja noch gar nicht gepackt. Ich komme nicht mit. Frag doch deine neue Freundin Tanja, ob sie mit dir auf die Schönheitsfarm fährt. Die hat's nötiger. Clarissa, ich verstehe, dass du sauer bist, aber was hätte ich denn tun sollen? Du kannst tun und machen, was du willst. Clarissa, ich musste doch dafür sorgen, dass Tanja so schnell wie möglich die Insel verlässt. Ich weiß gar nicht, wovor ihr alle so viel Angst habt. Ich habe mich verändert. Wir sprechen von dir und Tanja. Ich habe der Braut kein Härchen gekrümmt. Erstaunlicherweise. Und so soll es auch bleiben. Also Frieden? Wenn das so ist, dann packen wir jetzt zusammen, sonst verpassen wir wirklich noch den Flieger. Nein, ich bleibe lieber hier, bei Julia und bei Timo. Und deinem reizenden Schwiegersohn. Den nehme ich in Kauf. Erhol dich gut. Wir sehen uns in 2 Wochen und Finger weg von den Masseuren. Ich bin ja nicht zum Spaß da. Also dann. Und mach keine Dummheiten. Dummheiten. So würde ich das nicht nennen. Ich hole mir nur zurück, was mir gehört. Kim! Kim, lass uns doch bitte reden! Lass gut sein, Mama, das hat bisher auch nicht funktioniert. So ein mieses Arschloch. Ansgar? Was hat er gesagt? Gedroht hat er mir. Was? Er hat unsere nächtliche Reparaturaktion auf Überwachungsband. Ganz toll. Jetzt kommt es doch so weit, dass er uns anzeigt, wenn Kim ihr Scheißauto nicht behalten darf. Und wenn ihr sie einfach lässt, hey, es ist nur ein Auto. Nur ein Auto? So viel verdiene ich nicht mal in einem Jahr. Ich wollte nur konstruktiv sein. Es geht ums Prinzip. Die Wolfs lassen sich nicht kaufen, Punkt. Thomas, jetzt mach doch mal halblang. Halblang? Ich glaube, ich spinne. Habe ich mich hier in der Tür geirrt? Auf wessen Seite seid ihr eigentlich? Ansgar. Und? Bist du jetzt glücklich? Irgendwie schon. Gratuliere. Sag mal, hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, dass du eine ziemliche Drama Queen bist? Nein, da bin ich ausnahmsweise mal selbst drauf gekommen. Wenn du es mir gesagt hättest, wäre ich wahrscheinlich sauer gewesen. Stimmt. Das war eigentlich der Punkt, wo du sagen müsstest, du doch nicht. Du doch nicht.
Tut mir leid, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Diese Schimmelgeschichte macht mich ziemlich fertig. Das No Limits ist eben dein Zuhause. Trotzdem, wenn du verkaufen willst, dann mach das. Ich komm schon irgendwie klar und mit diesen Anzugträgern, da werde ich mich irgendwie arrangieren. Vielleicht tragen die ja nach einiger Zeit wenigstens buntere Anzüge. Oder ich nur noch grau und beige. Nein, bitte nicht. Hast du unterschrieben? Wie man's nimmt. Du hast nicht verkauft? Meinst du, ich lass dich mit dem ganzen Schlamassel alleine? Danke. Ah, na endlich. Ich bin nicht hier, um Sie abzulösen. Wo ist Graf Lahnstein? Da können Sie jetzt nicht rein. Telefonkonferenz mit Tokio. Vicky? Die ist noch mal ins Büro gefahren. Wenn du jemanden zum Anschnauzen suchst, ich stelle mich nicht zur Verfügung. Ja, tut mir leid. Ich war vielleicht ein bisschen... Cholerisch, aufbrausend oder ungerecht? Ich glaube eher charmant brummbärig. So, würdest du sagen. Es tut mir leid. Sind die für Mama? Mhm. Ruf sie doch an. Ja. Wir müssen reden. Es geht um Kim. Wer hätte das gedacht? Kopieren. Sofort. Sie doch. Lahnstein Enterprises, hallo? Frau Wolf, Ihr Mann. Einen Moment bitte, Herr Wolf. Und? Komm gleich. Okay. Vicky? Hallo? Ich meine das ernst. Das ist ja schön für Sie. Und? Ich verstehe das nicht. Was ist so schwer daran, ein Versprechen zu halten? Zeig ihnen, dass wir Wolfshaus nicht kaufen lassen. Vielleicht gibt's einfach Dinge, die mir wichtiger sind als Ihr Pseudo-Familienfrieden. Meine Familie ist für mich das Wichtigste auf der Welt. Das Wichtigste auf der Welt? Vielleicht hätten Sie sich das überlegen sollen, bevor Sie Ihren Mann mit mir betrügen.